Sind Autisten eigentlich verrückt? Die kurze Antwort ist nein, aber es sieht so aus. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Anders mit Lizenz und mein Name ist Sarah. Bin spät diagnostizierte Autistin und spreche hier über Autismus, über meine Form von Autismus, weil ich einfach einen ganz großen Bedarf sehe, aufzuklären. Und in diesem Video heute soll es um Verrücktheit gehen und warum autistische Menschen manchmal so verrückt wirken auf neurotypische Menschen. Vorweg eine kleine Anmerkung von mir. Jeder Autist ist anders. Ganz, ganz anders als jeder neurotypische Mensch und auch als jeder andere Autist. Deswegen kann ich nur über meine Form von Autismus sprechen. Und es kann sich Autismus bei jedem Menschen anders äußern. Warum? Warum wirken Autisten manchmal verrückt auf andere? Oder warum wirke ich manchmal verrückt auf andere Menschen? Das autistische Gehirn nimmt Informationen aus seiner Umwelt anders auf und anders wahr. Und weil das Gehirn diese Informationen anders aufnimmt, anders verarbeitet, gibt es auch hinterher einen anderen Output, eine andere Reaktion auf die Umwelt, als ein neurotypischer Mensch das erwarten würde. Und so kommt es vor, dass das, was ein Autist tut oder sagt, oder wie er sich verhält als Reaktion auf gewisse Ereignisse, dass das einfach auf einen neurotypischen Mensch verrückt wirkt. Wenn ein Autist ein Gefühl fühlt, fühlt es dieses Gefühl angeblich mehr körperlich, als das ein neurotypischer Mensch tut. Und weil dieser Autist dieses Gefühl mehr körperlich fühlt, hat dieser Mensch auch das Bedürfnis, diesem Gefühl körperlich Ausdruck zu verschaffen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass wenn ein Autist sich freut, er anfängt herumzuspringen, mit den Armen zu fuchteln und im Kreis zu hüpfen und herumzutanzen und das durchaus auch in der Öffentlichkeit, was ein neurotypischer Mensch nicht tun würde. Für einen Autisten ist es aber wichtig und auch gesund, diesem Gefühl auf diese körperliche Art und Weise Ausdruck zu verleihen, weil ich zum Beispiel als Autistin das Gefühl habe, dass sonst diese Energien in mir stecken bleiben und das verursacht wirklich körperlich fühlbaren Schmerz oder eine Anspannung in gewissen Regionen. Wenn ein Autist oder wenn ich mich als Autist gestresst fühle, merke ich das oft in meinen Handgelenken. Und ich habe dann das Bedürfnis, zum Beispiel irgendwo drauf zu hauen. Diese Anspannung hinauszuschütteln. Das war gut. Und das wirkt verrückt auf neurotypische Menschen. Und ehrlich gesagt,
darf ich es jetzt nach meiner Diagnose wieder neu lernen, mich auch in der Öffentlichkeit so gehen zu lassen und mich so zu verhalten, wie es für mich, für meinen Körper, für mein System am besten ist. Ich kann mich erinnern an viele, viele Situationen, Anfang meiner 20er Jahre, also das ist mittlerweile fast 15 Jahre her, oh mein Gott, dass ich wirklich damals sehr fröhlich war und ich bin nicht die Straße entlang gegangen, sondern ich bin wirklich die Straße entlang gesprungen. Und viele neurotypische Menschen können das nicht verstehen und nicht nachvollziehen und auch nicht nachvollziehen, warum man das in der Öffentlichkeit macht. Und man wird so zu einem Problem für sein Umfeld, weil man peinlich ist, weil man so verrückt wirkt. Aber es sind nicht nur diese körperlichen Gefühlsausbrüche oder wie man es nennen mag, sondern es ist auch, wie Informationen verarbeitet werden und wie man auf diese Informationen reagiert. Ich kann hier gerade kein Beispiel nennen, mir fällt keines ein, aber ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo jemand mir etwas sagte und ich reagierte auf das und meine Reaktion war so vollkommen weit weg von dem, mit dem dieser Mensch gerechnet hätte, weil eben mein Gehirn Informationen anders aufnimmt, anders verarbeitet und die Reaktion auch anders ist. So, dass ich dann gehört habe, du bist ja verrückt. Und es gibt natürlich bei dem Thema Verrücktheit wieder zwei Punkte. Das eine, verrückt, ist positiv, das andere ist negativ. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass dass es nur, wenn ich als verrückt betitelt worden bin, dass es nur diese negative Seite war, sondern es war sehr wohl auch von manchen Menschen positiv gemeint, weil eine gewisse Art von Verrücktheit und Andersartigkeit ist ja durchaus akzeptiert in der Gesellschaft und wird auch geschätzt, wenn jemand einfach sich frei verhält. Und ich darf jetzt wirklich wieder anfangen, das neu aus mir hervorzubringen, weil ich das wirklich lange Zeit jetzt nicht gelebt habe und vor allem meine Freude unterdrückt habe, um einfach dazu zu passen, um nicht aufzufallen. Und durch dieses Innenhalten von dieser Freude, um sie nicht nach außen zeigen zu müssen, weil meine Art und Weise, Freude zu zeigen, so anders ist als die von anderen Menschen, ist meine Freude irgendwie ein bisschen verloren gegangen über die letzten, sagen wir, 10 Jahre. Und das ist etwas, das durfte ich die letzten Tage erkennen, dank einer YouTuberin. Das ist auch ein Grund für mich, warum ich mir so gerne andere autistische Menschen auf YouTube ansehe und warum ich auch ermöglichen möchte, dass man meine Version von Autismus auf YouTube und in der Öffentlichkeit sieht. Weil es gibt mir so viel. Also diese Frau, ich weiß ihren Namen nicht, aber ich werde ihren YouTube-Kanal heraussuchen und ich werde euch den verlinken. Und sie ist so sympathisch. Ich finde es wunderschön. Sie hat ihre Diagnose wohl in der Kindheit schon bekommen. Und ich finde es wunderschön, wie sehr sie einfach sie selbst ist. Und ich erkenne mich in ganz vielen Punkten wieder, wie sie sich gibt, wie sie sich verhält, wie sie sich bewegt. Und ich habe das einfach im Laufe der Zeit begraben. Und ich möchte das wieder an die Oberfläche bringen. Ich möchte wieder mehr ich selbst sein. Und um noch eine klare Antwort auf die Frage am Anfang des Videos zu geben, sind Autisten verrückt?
Ganz klare Antwort, ja und nein. Also ich wirke sicher ganz oft verrückt und ich bin auch wahrscheinlich verrückt, aber nicht in dem negativen Sinne, so dass ich irgendwie krankhaft irre denken würde, sondern es wirkt vielleicht manchmal seltsam, weil mein Gehirn einfach Informationen anders verarbeitet. Ich würde euch gerne einladen, euch meine Tagebucheinträge anzusehen. Ich habe ein Tagebuch geführt von mehr oder weniger dem ersten Tag der Realisation, dass ich Autistin bin an. Und ich persönlich finde diese Tagebuchreihe wirklich sehr, sehr spannend. Und das sind auch meine liebsten Videos auf meinem Kanal. Und ich finde, diese Tagebuchreihe zeigt einfach wirklich sehr gut, wie es mir in der Anfangszeit gegangen ist. Und ich weiß, dass ein paar von euch, Gott sei Dank, schon öfter auf meinem Kanal waren. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinen treuen Abonnenten bedanken, die immer so tolle Kommentare schreiben und meine Videos liken. Vielen Dank. Und ich möchte auch diejenigen von euch einladen, mir ein Abo dazulassen, die schon 1, 2, 3 oder 4 Mal hier waren und meine Videos gesehen haben. Es würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Und ich bedanke mich sehr fürs Reinschalten und Bussi Bussi, Baba.